Heute wird's blutig. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal dreht sich alles ums Nähen und um DIY. Und heute habe ich ein Kombi-Projekt. Es ist auf jeden Fall DIY und Nähen, denn ich habe mir Periodenunterwäsche genäht. Und bevor du jetzt abschaltest, weil du sagst, oh mein Gott, die hat Periode gesagt. Ja, ich habe Periode gesagt. Ich sage auch Menstruation und ich sage nicht Erdbeerwoche. Natürlich ist das ein Thema, das uns Frauen angeht, denn wir haben unsere Periode und das relativ lange. Das heißt, das ist ein großer Teil unseres Lebens, weil das alle 3 Wochen einfach passiert. Also das ist wichtig und ich halte es auch für wichtig, Periode oder Menstruation dazu zu sagen. Und da möchte ich jetzt, bevor wir reinsteigen ins Projekt, einfach ein paar Worte zu sagen. Ich finde dieses Schamgefühl, das uns da eingetrichtert wurde, auch mir und meiner Generation noch ganz viel, dass man darüber nicht spricht und pfui und bäh und eklig. Ich finde das albern. Also nochmal, das passiert alle 3 Wochen für mehrere Tage. Das ist so und man braucht Hygieneartikel dazu. Oder man blutet halt alles voll. Es ist einfach, wie es ist und das ist ein biologischer Vorgang, der ist völlig natürlich, der hat seine Funktion, der ist wichtig und deswegen sollten wir darüber reden können. Und deswegen rede ich da heute drüber. Und deswegen nenne ich das auch nicht Erdbeerwoche, Tante Rosa oder irgendeine andere krude Umschreibung, wo trotzdem ja jeder weiß, was gemeint ist. Ich nenne das Menstruation oder Periode. Und ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. Ich bin noch so erzogen worden, dass wenn man unterwegs ist mit Leuten und hat nichts dabei, kein Tampon oder so, dass man dann halt zu einer Freundin oder so hingeht, aber dann nicht sagt, du sag mal, hast du einen Tampon dabei? Ich habe meine Periode bekommen, sondern dass man dann irgendwelche komischen Zeichen macht und dann wird das ganz verstohlen aus der Handtasche geholt und so in der Hand drüber und dann nimmt man das so und dann steckt man das in die Hosentasche und dann, ich bin noch mal kurz auf Toilette. Ich habe das auch gemacht, wenn mir das so beigebracht wurde. Ich frage mich, warum. Ich sage ja auch, ich gehe jetzt auf die Toilette, oder ich gehe mal pinkeln, weil das ist ein normaler, natürlicher Vorgang, das müssen wir alle. Und nur weil die Periode nur eine Hälfte der Bevölkerung betrifft, ist es ja immer noch die Hälfte der Bevölkerung, da kann man doch drüber reden. Und ich muss sagen, ich habe damals Skills entwickelt im heimlich nach Tampons fragen oder heimlich Tampons geben. Dann wären manche Drogendealer wahrscheinlich neidisch auf mich gewesen. Am I a drug dealer? No, I am not. Thank you for asking, though. Und das ist albern, weil es sind keine Drogen, es sind Tampons gewesen. Egal, das wollte ich gesagt haben. Es war mir ein wirkliches Anliegen, das zu sagen, dass ich mir wünschen würde, dass wir einfach aufhören, Dinge zu tabuisieren, die gar kein Tabu sind und sein müssen, weil sie völlig natürlich passieren. Also ist halt so. Ich benutze seit 30 Jahren Wegwerfartikel, in meinem Fall Tampons. Und ich weiß schon seit ein paar Jahren, dass Studien herausgefunden haben, dass die teilweise sehr hoch belastet sind mit Schwermetallen, mit Blei, mit Arsen und noch ganz vielen anderen. Und das ist auch etwas, das ich schwierig finde, auch wenn man aktuell davon ausgeht, dass es keinen gesundheitlichen Einfluss hat. Wissen tut man es so richtig, aber gefühlt auch nicht. Was wieder zeigt, dass das wieder ein Thema ist, wo einfach auch nicht wirklich geforscht wird. Das finde ich sehr schade. Und auch der ganze Müll, den finde ich nicht gut. Also desto älter ich werde, desto schlechter finde ich das. Also habe ich überlegt, wie kann ich da entgegenwirken und habe mich schon lange jetzt immer wieder mal informiert und irgendwie war ich mir sehr unsicher. So Menstruationstasse gibt es ja auch als Beispiel, war für mich irgendwie, konnte ich mich gedanklich nicht mit anfreunden, da geht es bestimmt ganz vielen so. Und Periodenunterwäsche habe ich mir dann vor ein paar Monaten ganz konkret mal angeguckt und mich informiert. Man sieht es ja auch viel als Werbung. Und habe festgestellt, die ist richtig teuer. Also habe ich mir überlegt, wie kann ich das selbst machen und kommt das günstiger? Und man kann das selbst machen. Da gibt es verschiedene Wege und verschiedene Materialien. Ich habe mich jetzt für die einfachste Variante entschieden. Vielleicht nicht für die günstigste, aber definitiv für die einfachste. Und zwar habe ich mir Sorb 4D bestellt.
Sorb ist eine eingetragene Marke, die werden in den USA hergestellt. So sieht das Gewebe aus. Das hat hier so eine leichte Steppung und ist auf der Rückseite glatt. Das Ganze wiegt etwa 650 Gramm und ist 3,5 Millimeter dick. Lässt sich auch ein bisschen drücken noch, aber ist relativ kompakt. Sorb 4D besteht aus 5 Schichten und das war der Grund, warum ich mich dafür und für nichts anderes entschieden habe, denn in diesen 5 Schichten ist schon alles drin, was ich brauche. Das hat als erstes eine Hautkontaktschicht, hat dann absorbierende Flüssigkeit, abtransportierende und speichernde Schichten, hat eine Sperrschicht, die die Flüssigkeit dann auch im Kern hält und nochmal eine Baumwollschicht. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie das aufgebaut ist und welche Materialien in welcher Schicht stecken. Und das fand ich sehr, sehr praktisch, weil ich da keine Sperrschicht mehr extra brauche oder irgendwie mehrere Materialien aufpassen muss, dass die richtig rum zusammengebracht sind. Ich habe diese eine Faser oder dieses eine Stoffgewebe und habe damit alles abgedeckt. Ich habe die abtransportierende Schicht, ich habe die speichernde Schicht und ich habe die Sperrschicht, damit nichts nach außen dringt. Und das fand ich super. Und das ist ein Riesenvorteil von Sorb 4D. 4D heißt es nicht wegen der Schichten, das sind ja wie gesagt 5 Schichten, sondern es ist einfach die 4. Generation des Stoffs. Der kann benutzt werden für Periodenunterwäsche, für Slip-Einlagen, die man näht, für hier, wie heißt das, so Betteinlagen, na, für ältere Herrschaften, die vielleicht schon ein bisschen inkontinent sind. Das kann für Windeln benutzt werden. Das wird im Medizinbereich verwendet, das wird in der Textilindustrie verwendet. Das kann auch für Periodenunterwäsche benutzt werden, wenn man Sport zum Beispiel macht, weil das Ganze nicht oder man mit dem Ganzen nicht zum Schwitzen neigt. Dieser Stoff ist tatsächlich einfach super aus meiner Sicht. An der Stelle sollte ich vielleicht sagen, das ist keine Kooperation, das ist keine Werbung. Ich habe den Stoff bestellt, bezahlt. Ich habe niemanden kontaktiert, niemand hat mich kontaktiert. Alles meine Meinung. Das Schönste daran ist, dass es eben ohne weitere Stofflagen, die man irgendwie dranbringen muss, verwendet werden kann, weil es für den Hautkontakt geeignet ist. Die oberste Schicht ist 100% Bio-Baumwolle, da sind also auch keine komischen Sachen reingebracht oder aufgebracht, die dann das Bakterienwachstum hemmen soll. Das macht die Baumwolle von sich aus. Entsprechend sorgt es dafür, dass sich keine Bakterien bilden und damit auch keine Gerüche bilden. Das finde ich ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, denn man möchte sich ja fresh und sauber fühlen. Zum Waschverhalten habe ich ein wenig widersprüchliche Informationen gefunden. Meistens wird Periodenunterwäsche bei 40 Grad gewaschen, um eben irgendwelche Beschichtungen nicht rauszuwaschen, so Silberbeschichtungen, damit da eben keine Bakterien kommen. Da das dieser Stoff nicht hat, würde ich sagen, dass die erste Info stimmt, die ich gefunden habe, nämlich dass man das Ganze bei 60 Grad waschen kann. Ich werde meine Periodenunterwäsche bei 60 Grad waschen. Ich bin mir sicher, dass die das aushalten wird und wenn nicht, gibt es ein Update. Ah ja, und er ist Trockner geeignet. Ich habe keinen Trockner, deswegen hätte ich es jetzt fast vergessen zu sagen, aber das Ganze ist Trockner geeignet. Es wird empfohlen, es einfach Luft trocknen zu lassen. Aber bei einer mittleren Hitze kann man das wohl problemlos auch in den Trockner werfen. Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass Sorb eine eingetragene Marke ist. Die wird übrigens auch in den USA hergestellt. Auch ein großer Pluspunkt aus meiner Sicht. Die meisten Stoffe kommen inzwischen irgendwo aus dem asiatischen Raum. Ja, ich kaufe die natürlich genauso wie alle anderen auch. Aber so richtig 100% sicher, womit was behandelt wurde, bin ich mir da immer nicht. Hier denke ich, kann ich mir dann wahrscheinlich ein bisschen sicherer sein, dass die 100% Bio-Baumwolle, die mit nichts behandelt worden sein soll, auch wirklich mit nichts behandelt worden ist. Die werben auch damit, dass das frei ist von sämtlichen, was man da so hat, ganz viel Abkürzungen. Und da das in der USA hergestellt ist, gehe ich mal davon aus, dass das stimmt. 100% wissen kann man es natürlich nie. Was noch ganz, ganz wichtig bei der Verarbeitung von Sorb 4D ist, dass man den nicht vorwäscht. Der entfaltet sich so richtig das erste Mal nach dem Waschen. Man soll das aber auf jeden Fall erst im verarbeiteten Zustand machen. Also alles vorwaschen an Stoffen, was ihr habt, immer. Auch den Jersey, den ihr für die Höschen benutzt, außer den Sorb, falls ihr den benutzen möchtet.
der wird nicht vorgewaschen. Das ist tatsächlich einer der wenigen Stoffe, wo ich das mal so explizit gelesen habe. Deswegen ganz wichtige Info. Der Sorb wird angegeben mit einer Saugstärke von etwa 6 Tampons. Jetzt wissen wir alle, Tampons haben verschiedene Stärken von ganz leicht bis ultra. Ich würde sagen, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, wenn man wahrscheinlich die Saugfähigkeit eines Tampons mit normal, also diesen 3 Tropfen, dann wird das wahrscheinlich in etwa das sein, was man annehmen kann. Und da sagt man etwa 6 davon. Das Ganze hat den Vorteil, dass es nicht verrutschen kann. Das ist fest in der Unterwäsche und das sitzt fest am Körper. Und das ist natürlich ein Vorteil im Gegensatz zu irgendwelchen Binden, die sich dann wieder die Flügelchen umstülpen und irgendwo an der Jeans kleben bleiben. Fand ich nie nice, deswegen habe ich es nicht benutzt. Das hat man hier natürlich nicht. Man sagt, dass Periodenunterwäsche etwa 2 Jahre wiederverwendbar ist, wenn man sie vernünftig pflegt. Was heißt vernünftig pflegen? Wenn du deine Periode hast und wechselst das Höschen mit kaltem, maximal lauwarmem Wasser kurz ausspülen und dann kann es in die Wäsche und da eben bei 60 Grad durchwaschen bzw. 40 Grad bei den meisten gekauften Höschen. Ein großer Nachteil von diesem Sorb ist, dass der aktuell wirklich schwer zu bekommen ist. Also viele Seiten bieten den theoretisch an, haben ihn aber nicht vorrätig. Ich verlinke euch in der Infobox die Seite, wo ich den gekauft habe. Dort habe ich 90 € für den Meter bezahlt. Ich habe nur einen halben Meter bestellt, weil das beim Meter 5 oder Meter 40, glaube ich, liegt es breit, mehr als ausreichend ist. Weniger ging leider nicht. Ich glaube, sonst hätte ich auch nur 20 Zentimeter bestellt. Ich habe also einen halben Meter auf 1,40 Meter und dafür dann 45 € bezahlt. Und jetzt kann man sagen, ja, schon sehr teuer und das stimmt natürlich, aber ich brauche den Sorb nur für den Zwickel. Der fällt etwas größer aus als bei normaler Unterwäsche, aber es ist halt trotzdem nicht sehr viel Stoff, den ich pro Höschen verbrauche. Und ich habe mal grob überschlagen, also 20 Höschen kriege ich auf jeden Fall raus. Das ist teurer als Wegwerfartikel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist, glaube ich, trotzdem die angenehmere Lösung. Wie gesagt, die haben unter Umständen Schwermetalle drin. Viele haben Schmerzen während ihrer Periode, gerade wenn die am Anfang recht stark ist. Und Tampons, die das Blut noch stauen zusätzlich im Körper, sollen das nicht verbessern. Ich habe da nicht so die Probleme mehr. Ich hatte das früher. Deswegen kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung berichten, sondern nur weitergeben, was ich so als positive Erfahrungsberichte gelesen habe im Internet. Man geht in etwa davon aus, dass man 6 Höschen braucht für eine Periode. Das wären bei gekauften Höschen etwa 210 €. Kommt ein bisschen drauf an, wo man bestellt. Für 210 € kann ich mir unfassbar viel Periodenunterwäsche nähen. Also ganz ehrlich, wenn ich mit 45 € einen halben Meter habe und da etwa 20 Höschen rauskriege und dann vielleicht noch 60 € investieren, habe ich 100 € ausgegeben. Dafür kriege ich etwa 3 Höschen also gekauft und kann mir ungefähr 20 selber machen. Also es ist teuer im ersten Moment, aber das ist es auch, wenn ich Periodenunterwäsche kaufe. Ich kann aber für diese Ausgabe sehr, sehr viel mehr herstellen, als ich kaufen könnte. Und damit ist es für mich ein Plus. Auch wenn es teurer ist als Tampons oder Binden oder Slip-Einlagen. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie das aussieht. Und ich habe es natürlich hier liegen. So sieht meine Periodenunterwäsche aus. Das ist ein ganz bequemer Schnitt, der nicht einschneidet, der super locker sitzt, den ich super angenehm finde. Und zwar habe ich schon mal vor einer ganzen Weile Unterwäsche genäht. Und zwar diese hier. Immer in zweifarbig mit einem bunten Gummi. Und zwar ich weiß immer noch nicht, wo ich ihn zeigen muss, in einem Video, das ich hier irgendwo verlinke und irgendwo ein Thumbnail einblende. Und diesen Schnitt habe ich abgewandelt. Ich habe normalerweise einen Zwickel, der ja nicht so wahnsinnig hoch ist. Wenn ich meine Periode habe und das alles aufsaugen soll, möchte ich natürlich sicher gehen, dass das auch alles aufsaugen kann. Entsprechend habe ich im Vergleich den Zwickel sowohl vorne als auch hinten deutlich höher gesetzt. So wird der breiter, so wird der
größer. Das heißt, auch wenn ich mich setze und das Höschen ein bisschen links, rechts, oben, unten rutscht, dass alles da landet, wo es landen soll. Dazu habe ich meinen alten Schnitt einmal abgepaust, ohne die Nahtzugabe und habe das aneinander geklebt. Und dann habe ich den Zwickel versetzt um einige Zentimeter. Ich glaube, es waren 6 und 7 Zentimeter. Also ich habe da schon relativ viel versetzt. Und da habe ich mir einen neuen Strich gezogen, habe das ein bisschen abgerundet mit dem Rundlineal. Man hätte es auch einfach gerade machen können. Im Nachhinein denke ich mir, es war unnötiger Aufwand. Also eine gerade Linie tut es da ganz genauso. Das habe ich dann ausgeschnitten und nochmal abgepaust, damit ich die Nahtzugabe dran machen kann. Und auch wie beim letzten Mal bei den Höschen habe ich hier am Beinausschnitt keine Nahtzugabe, weil der einfach eingefasst wird mit diesem Gummi. Was brauche ich jetzt dafür? Ich brauche nicht viel. Ich brauche mein Sorb, damit ich meine saugfähige Einlage machen kann. Ich brauche ein Jersey, das muss auch kein Uni-schwarzer sein, wie ich den hier habe. Das kann auch mit Blümchen, bunt, jeder Jersey funktioniert. Das Einzige, was gut ist, ist, wenn der ein bisschen dicker ist, also wenn es nicht die allerdünnste Qualität ist. Es ist einfach angenehmer zu tragen. Dann brauchst du einen Wäschegummi. Ich habe mir diese hier wieder bestellt. Das ist derselbe, den ich hier schon mal in Orange benutzt habe. Ich verlinke das natürlich unten. Die sind vom Bubu-Stoffe, auch keine Werbung, sondern nur eine Empfehlung. Ich bestelle das sehr gerne. Und ich habe mich für diesen Gummi wieder entschieden, weil der einfach so unfassbar weich ist und so gut sitzt. Der könnte sich richtig heftig dehnen und wird wahrscheinlich immer noch angenehm sein. Ich habe den Gummi fast ohne Dehnung angenäht, aber das schauen wir uns gleich noch an. Und ich brauche ein Wäschegummi für den Beinausschnitt zum Einfassen. Und ich habe mich hier für dieses Gummischrägband mit Litze unten entschieden. Das kann ich hier so aufklappen, da meinen Stoff dazwischen legen, das einfassen und drüber nähen. Und das sieht einfach schön aus mit dieser kleinen Litze hier unten. Der gefällt mir gut und ich habe mir das Ganze in 2 verschiedenen Farben genäht. Einmal in Pink und einmal in Blau. Ich habe also auch hier mir passenden Gummi bestellt und passendes Garn verwendet. Wie bin ich jetzt vorgegangen? Eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, ich habe meinen Schnitt angepasst. Wie du zu dem Schnitt nach deinen eigenen Maßen kommst, wie gesagt, in dem vorher irgendwo verlinkten Video findest du eine komplette Anleitung. Super nachvollziehbar, glaube ich. Und diesen Schnitt kannst du dir einmal erstellen und den habe ich dann, wie gesagt, einfach nur am Zwickel abgeändert. Habe mir das Ganze zugeschnitten, alles was im Bruch ist, im Bruch zuschneiden und den Zwickel brauche ich zweimal. Einmal aus dem Jersey und einmal aus dem Sorb. Und dann wird das Ganze genauso zusammengenäht wie jedes andere Höschen auch. Und wie du das Ganze jetzt nähst, hatte ich zwar schon in meinem ersten Höschen-Video gesagt, zeige ich aber hier auch gleich nochmal. Was ich noch dazu sagen will, ihr werdet es im Video sehen. Ich habe hier ein paar Stellen, da sind die Stiche nicht so schön, da ist das nicht so schön genäht. Woran liegt das? Ganz einfach, ich wollte dieses Garn benutzen, weil das einfach so unfassbar gut zu diesem Gummi passt. Das ist ein sehr, sehr günstiges Garn und das merkt man. Also das merkt man einfach sofort, dass das nicht richtig flutscht. Ich wollte aber dieses Garn benutzen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, man hat sich das in den Kopf gesetzt, das passt farblich. Und ich habe mich da einfach durchgewurschtelt. Hier bei dem blauen Höschen sieht man, dass das sehr viel schöner geworden ist, sehr viel gleichmäßiger. Und auch hier habe ich eigentlich nicht das richtige Garn verwendet, denn ich hatte keins in diesem Blau. Ich wollte unbedingt eins in diesem Blau, ich hatte aber noch Stickgarn in diesem Blau. Also habe ich Stickgarn benutzt. Das geht übrigens erstaunlich gut. Und durch dass das Stickgarn sehr, sehr glatt ist es da wirklich durchgeflutscht durch die Maschine. Das war ganz cool. Also das geht. Man kann auch Stickgarn benutzen und hier sind die Nähte insgesamt ein wenig gleichmäßiger geworden. Einfach weil das Garn hochwertiger war und das besser dadurch die Maschine gerutscht ist. Dann würde ich sagen, auf geht's, wie man das Ganze zusammennäht. Jetzt nehme ich einen Teil meines Höschens. Ich habe hier mit dem Vorderteil angefangen
Und darauf lege ich meinen Zorb. Und zwar so, dass ich auf die linke Seite meines Höschens, also die Seite, die innen sein soll, die abgesteppte Seite meines Zorbs lege, damit später die saugende Seite und nicht die glatte Seite innen im Höschen ist, logischerweise. Die glatte Seite ist die Unterseite und soll später außen liegen. Dann habe ich mir das Ganze ein bisschen festgeklipst und habe das gewendet und auf die andere Seite die Jersey-Zwickel gelegt und den lege ich rechts auf rechts. Also die Außenseite meines Höschens mit der rechten Seite meines Zwickes aufeinander. Und dann nähe ich da erst einmal drüber. Dafür habe ich einen schwarzen Faden genommen, denn die Naht liegt später ohnehin innen. Und ich habe für alle Nähte immer mehr oder weniger dehnbare Stiche genommen. Hier für diese Nähte habe ich folgenden Stich benutzt. Ich blende das mal ein. Das ist ein ganz, ganz knapper, enger Zickzackstich, also so ein leicht schräger Zickzackstich. Wenn du sowas nicht an deiner Maschine hast, ist das auch kein Problem. Dann nimmst du einfach einen Zickzackstich und stellst die Stichlänge etwas schmaler, also so dass der nicht so breit wird. Zusammengenäht sollte das Ganze dann in etwa so aussehen. Ich habe die Nahtzugabe dann noch ein kleines Stück eingekürzt, auch nicht zu knapp, so dass man das noch absteppen kann, aber dass das Ganze ein bisschen gleichmäßiger ist und ein bisschen kürzer ist. Und danach legst du das so zu dir hin, dass die Innenseite des Sorb zu dir schaut, also die Seite, die du auf dem Körper hast. Und auf die Seite kommt wieder die linke Seite des Außenhöschens, denn das ist ja wieder die Innenseite. Und das steckst du dir wieder fest oder klippst das fest. Und darauf klappst du jetzt den anderen Zwickel. Da liegt das andere Höschenteil, das dran genäht wurde, dazwischen. Du hast also einen Zwickel in die eine Richtung gelegt, den anderen in die andere, legst auf die rechte Seite des Zwickels, also auf die Innenseite des Zwickels, die linke Seite deines Außenhöschens, in dem Fall jetzt von hinten, und dann klappst du über das Vorderteil des Höschens, das du schon genäht hast, den Zwickel drüber und steckst den auch wieder fest. Und auch da wird dann mit der Nahtzugabe wieder drüber genäht. Ich habe auch hier die Nahtzugabe wieder ein Stück zurückgeschnitten und jetzt kann man nach innen greifen und sich die Höschen schnappen und das Ganze wenden. Und jetzt liegt die Nahtzugabe innen, die saugende Seite des Zwickes ist innen im Höschen. Jetzt kann man das ordentlich aufeinander legen und das Ganze nochmal absteppen, damit das nicht so auseinanderklafft. Und zwar auf beiden Seiten. Damit das auch schön liegt gleich, habe ich das mit einem ganz normal breiten Zickzackstich gemacht. Ich habe jetzt hier schon die Farbe genommen, die ich mir ausgesucht habe, weil die zu den Gummis passt. Das kann man aber natürlich auch in Schwarz oder je nachdem in Stofffarbe machen. Dann wäre das Ganze ein wenig dezenter. Mir hat dieser Akzent aber gut gefallen und ich habe das außen in rosa gemacht und innen tatsächlich, also der Unterfaden ist schwarz. Und dann habe ich noch die Beinausschnitte vom Zwickel umsäumt, sodass der Jersey und der Zorb aufeinander liegen. Man sieht das hier, man muss das ein bisschen ziehen, damit das auch wirklich aufeinander liegt. Das hat den Vorteil, dass ich mich später sehr viel leichter tue, wenn ich das mit dem Schreckbandgummi einfasse, weil ich so auf jeden Fall beide Lagen erwische und mir nicht irgendwas unten drunter wegrutscht, was ich dann vielleicht nicht mitbekomme. Der Schritt ist optional. Ich mache mir die Arbeit gerne, weil es mir später sehr viel Arbeit rausnimmt. Jetzt lege ich mein Höschen so, dass die Außenseiten aufeinander liegen, also die saugende Fläche des Sorbs sieht mich an. Und da lege ich jetzt Vorder- und Rückteil des Höschens aufeinander. Ab jetzt ist es auch gar kein Hexenwerk mehr. Stecke mir die Seiten fest und nähe da auch mit einem dehnbaren Stich drüber. Und wenn ich das erledigt habe, habe ich die Nahtzugabe ziemlich knapp zurückgekürzt. Die habe ich dann auf eine Seite gelegt und das Ganze einmal von der rechten Seite mit dem farbigen Garn mit einem Satinstich abgenäht. Das ging, wie gesagt, ein bisschen schwer und ist nicht ganz so ordentlich geworden, weil mein Garn kein sehr gutes war. Im Gegenteil, es war ein sehr, sehr billiges. Wenn man da gutes Garn nimmt, geht das auch sehr viel leichter.
Und dann hat das am Ende so ausgesehen. Dann habe ich meinen Gummi genommen und habe mir den einfach auf mein Höschen aufgelegt. Da die nach meinen Maßen genäht sind, passen die ja auch sehr gut. Ich mag es nicht, wenn die Gummis einschneiden, deswegen habe ich die einfach nur locker aufgelegt. Ein bisschen Dehnung ist später eh drin, weil der Jersey ja nie ganz glatt liegt. Und habe dann einfach den Gummi mit etwa 2 Zentimetern Nahtzugabe abgeschnitten und zusammengenäht. Die Nahtzugabe habe ich dann wieder ein Stück eingekürzt. Das ist jetzt ein bisschen fummelig, weil der Gummi natürlich ein bisschen dicker und steifer ist. Aber ich habe in dem Fall versucht, es wirklich auseinanderzulegen, damit es nicht so dick auf einer Seite ist. Bei dem Jersey ist das kein Problem, beim Gummi wollte ich das nicht. Und habe auch das wieder mit dem Satinstich versäubert. Später bin ich anders vorgegangen. Da habe ich das Ganze einfach nur zusammengenäht, dran genäht und habe dann den Satinstich über Gummi und Jersey auf beiden Seiten in einem Rutsch gemacht. Das ist die wahrscheinlich etwas schlauere Variante, aber so geht's auch. Jetzt muss ich meinen Gummi umdrehen, sodass die linke Seite außen ist und das Höschen liegt ganz normal, so wie es getragen würde, vor mir. Und jetzt wird der Gummi links auf links gelegt, also die linke Seite des Gummis innen auf die linke Seite des Höschens. Und da stecke ich das Ganze mit ein paar Klammern fest. Allerdings so, und das ist jetzt wichtig, dass der Jersey ein wenig unterhalb des Gummis aufhört. Sprich, der Gummi steht ein Stück über. Das ist gleich wichtig, damit das Ganze gut aussieht. Und dann habe ich mir das Ganze rundum festgesteckt. Und da ich ja den Gummi relativ so lang gemacht habe wie das Höschen, dehne ich hier nicht. Ich stecke das erstmal fest und gucke dann, ob ich noch ein bisschen was dehnen muss, weil wenn, dann ist es nicht viel, und verteile das im Anschluss noch. Aber das war bei mir wirklich ganz, ganz wenig. Wenn du den Gummi enger möchtest, dann musst du den natürlich ein bisschen kürzer machen als den Umfang des ganzen Höschens. Und dann am besten erst die Seiten feststecken, ausdehnen, die Mitte feststecken und dann natürlich im gedehnten Zustand annähen. Ich habe das hier wieder mit diesem ganz engen Zickzackstich angenäht, mit diesem elastischen Stich. Und man sieht, dass der Gummi länger ist als der Jersey, also dass der übersteht. Und jetzt kann ich mir den Gummi nach außen stülpen. Und jetzt sieht das ordentlich aus, weil da kein Jersey mehr rausschaut, sondern schön innen drin liegt. So habe ich innen und außen einen schönen Abschluss. Und da muss ich jetzt nur einmal absteppen alles. Und dazu habe ich wieder diesen sehr engen Zickzackstich genommen. Schwarzen Faden, denn jetzt möchte ich natürlich nicht, dass man das großartig sieht. Worauf ich geachtet habe, ist, dass ich den Jersey möglichst immer so ein bisschen nach außen ziehe, damit innen meine Kante eben auch schön ist und damit das Ganze wirklich flach liegt und ich mir da keine Beulen innen reinnähe. Und wenn man da einfach sich Zeit lässt und da schön langsam drüber näht, dann geht das wunderbar. Und so sollte das dann aussehen. Innen habe ich jetzt einen schönen Abschluss, eine gerade liegende Kante. Außen habe ich 2 feine Linien auf dem Gummi. Die stören überhaupt nicht und das Ganze liegt schön und alle rohen Kanten sind versteckt. Jetzt muss ich meinen Beinausschnitt ausmessen, damit ich gleich weiß, wie lang meine Schrägbandgummis sein sollen. Und ich suche mir da immer eine Kante und dann lege ich mein flexibles Maßband einfach Schritt für Schritt darum. Da kann man sich ruhig Zeit lassen. Ich fange da auch schon mal zweimal an, wenn mir was verrutscht. Denn das soll ja einerseits eng und gut sitzen, damit nachher auch nichts verrutscht und das Blut da bleibt, wo es hingehört. Andererseits soll es natürlich auch nicht einschneiden. Und bei mir waren das jetzt 57 Zentimeter. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich bei 52 abschneide. Das sind 5 Zentimeter weniger. Und 2 Zentimeter brauche ich ja für die Nahtzugabe, also habe ich am Ende 7 Zentimeter weniger, als mein Beinausschnitt ist. Für mich hat das sehr gut funktioniert. Wenn du dir da unsicher bist, dann miss nicht rum um den Beinausschnitt, sondern leg den Gummi in einem leicht gedehnten Zustand einmal rum und guck einfach, wie viel du dann hast. Da habe ich mir jetzt 2 Stück abgeschnitten und jetzt klappe ich das auf und lasse mir das so durch die Finger gleiten, damit sich das Ganze nicht verdreht. Das ist schon wichtig, sonst muss man von vorne anfangen. Und dann lege ich den Gummi rechts auf rechts, sodass die Litzen sich treffen. Und da nähe ich mit meinem Zentimeter Nahtzugabe drüber. Und das sieht dann bei mir so aus.
Jetzt muss ich das Ganze möglichst kurz einkürzen, damit da nicht stört und drückt später. Also man sieht das hier, ich schneide das wirklich sehr, sehr knapp ab. Und jetzt lege ich mir meine Nahtzugabe auseinander und falte meinen Gummi wieder. Und jetzt habe ich das Ganze in die Hälfte gefaltet. Und dann mache ich mir jetzt eine Klammer auf die Hälfte. Und dann lege ich die Naht auf die Klammer und markiere mir wieder die Hälften. So habe ich die Viertel des Gummis eruiert. Die Viertel brauche ich dann natürlich auch am Beinausschnitt. Ich habe das ein bisschen Pi mal Auge gemacht, aber man kann das ganz genauso wie beim Gummi machen. Erst an die Hälften links und rechts, dann die Klammern aufeinander und wieder in die Hälften. Da man das Ganze dehnt, ist es nicht so schlimm, wenn es nicht auf einen Millimeter stimmt. Aber man sollte natürlich nicht eine Strecke gar nicht und die andere komplett ausdehnen. Also es sollte schon insgesamt gut verteilt sein. Und wenn ich jetzt überall meine Viertel habe, kann ich meine Viertel matchen, also quasi den Wäschegummi auf den Beinausschnitt bringen. Und da möchte ich die Klammern in Übereinstimmung bringen. Das heißt, ich nehme mir als erstes meine Seitennaht und die Naht vom Wäschegummi und bringe die übereinander, weil ich die gerne zusammen haben möchte, und stecke mir das wieder fest. Und so gehe ich jetzt rundum vor. Immer da, wo sich zwei Klammern treffen, bitte gucken, dass das Ganze nicht verdreht ist, lege ich das übereinander und lege den Jersey zwischen dieses Schrägband, einfach in die Mitte rein, möglichst ganz bis runter zum Rand, und stecke das mit der Klammer wieder fest. Und beim Nähen dehne ich das dann so aus. Und das machen wir jetzt. Beim Nähen muss man jetzt schrittweise vorgehen. Ich habe verriegelt und das knapp an einer Klammer gemacht, dann kam die Klammer weg. Und jetzt muss ich an die nächste Klammer fassen und mein Gummi ausdehnen, bis er genau die Strecke des Jerseys hat. Ich dehne den Jersey nicht mit. Und jetzt sieht man das hier. Ich lege den Jersey dazwischen und schaue, dass der möglichst ganz unten am Rand vom Wäschegummi ist. Halte das fest im gedehnten Zustand und nähe das an. Das mache ich mit einem normalen Zickzackstich, den ich etwas schmaler gestellt habe. Und dann nähe ich ein kleines Stück. Die Nadel muss danach drin stecken bleiben. Meine Maschine macht das automatisch. Wenn nicht, achtet darauf, dass ihr die Nadel immer im Stoff stecken habt. Dann gehe ich an die nächste Klammer, lege meinen Jersey wieder bis ganz runter an den Rand und das über die ganze Strecke, halte das gedehnt und nähe wieder dieses Stück weiter. Und so mache ich das jetzt rundum für den kompletten Gummi. Wichtig ist dabei, dass der Jersey dazwischen liegt, dass der möglichst weit unten am Rand liegt, sodass ihr auch wirklich immer alles festnäht, dass ihr das im gedehnten Zustand festnäht, aber eben nur den Gummi dehnt und dass ihr das Stück für Stück und ganz langsam macht. Und jetzt habe ich hier so eine Rundung von meinem Zwickel. Da ist das Ganze ein bisschen fummeliger und da halte ich einfach immer für ein ganz kleines Stück den Finger drauf und mache dann nochmal ein kleines Stück, immer so peu à peu. Und wenn man da viel Geduld reinlegt, dann geht das eigentlich auch super gut. Und glaubt mir, die 2 Minuten, die man da mehr investiert, die ärgert man sich nachher weniger. Auftrennen dauert nämlich länger. Ja, und das Ganze einmal rundrum und das für beide Seiten. Fertig sieht mein Gummi jetzt angenäht so aus und mir gefällt das sehr gut. Und so sieht das Endergebnis aus. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr happy. Ob man jetzt alles mit einem schwarzen Garn näht oder wie ich ein Kontrastgarn nimmt, das bleibt einem selbst überlassen. Es sollte vielleicht nicht wie bei mir ein billiges Garn sein, dann ärgert man sich ein bisschen weniger. Und auch in der zweiten Farbe, in Blau, finde ich die richtig schick. Da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, aber ja, ich bin happy. So, das war's. Ich hoffe, du kannst jetzt deine Höschen nachnähen, wenn du das möchtest. Und ich würde mich freuen, wenn die ein oder andere von euch das Ganze ausprobiert. Ich habe mir, bevor ich diese beiden Höschen genäht habe, da werden noch mehr folgen, Periodenunterwäsche für mich genäht, um auszuprobieren, wie weit ich den Schnitt anpassen muss, und habe die auch schon ausprobiert. Und ich muss sagen, es ist am Anfang ungewohnt, aber ich finde es tatsächlich eine gute Alternative. Und ich werde das jetzt einfach eine Weile machen. Ich werde mir da noch einen Schwung von nähen, sodass ich mindestens 6 Stück habe. Und ich werde das jetzt erstmal ein paar Monate so ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn du auch Lust bekommen hast, deine eigene Periodenunterwäsche zu nähen. Und vielleicht, wenn du in meinem Alter oder älter bist,
darüber nachzudenken, ob wir uns für einen völlig normalen biologischen Vorgang, den jede Frau hat, schämen müssen. Und ich würde mich freuen, wenn Begriffe wie Erdbeerwoche und Tante Rosa ist zu Besuch einfach aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Aber natürlich darf das jede so halten, wie sie möchte. Ich fände es einfach nur schön, wenn wir lernen, uns selbst zu lieben. Jetzt hoffe ich natürlich, du hattest viel Spaß mit diesem Video und hast vielleicht auch ein bisschen gelacht und kennst die Situation mit den Tampon-Deals. Und ja, wenn du Spaß hattest, dann freue ich mich natürlich über ein Like und ganz besonders über ein Abo. Wenn du dann nichts mehr verpassen willst, dann aktiviere gerne die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!